Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Anna und das ist eine neue Folge BTS News. Ja. Es gab einen riesigen Skandal, alle BTS-Fans haben es mitbekommen. Wie immer geht es um Rassismusvorwürfe in Deutschland. Warum kommt immer alles aus Deutschland? Ich verstehe es einfach nicht. Weil wir sind in Deutschland und wir lesen die deutsche Nachrichten. Weil es nervt langsam wirklich. Also wir haben hier so eine große Antirassismusbewegung und alle setzen sich ein, dass Rassismus kein Thema mehr sein sollte. Und dann passiert sowas im Fernsehen, im Radio und sonst was. Ja. Ich kriege so einen Hals, wenn ich schon daran denke. Also, es geht um einen Moderator, der heißt Matthias Matuschik. Genau, Matthias Matuschik, der ein Moderator ist auf Bayern 3, eine Radio, die wir überhaupt nicht kennen. Noch nie davon gehört. Aber auf jeden Fall, es ging darüber, dass er BTS beleidigt hat und nicht nur ein bisschen, so wie wir das gelesen haben. Das war wirklich krass. Dann hat er die BTS über die BTS so wie über ein Virus gesprochen und also es ging wirklich zu weit. So weit ging es, dass er sich am Ende ja auch entschuldigen müsste. Ja, also das ist halt so krass, weil ich weiß nicht. Natürlich kann man seine Meinung äußern. Wenn das nicht dein Musikgeschmack ist, ich meine, der ist sowieso schon alt und so. Ich weiß, dass so K-Pop ist halt meistens eher was für jüngere Leute und Ältere können damit halt nichts anfangen. Mhm. Das ist auch in Ordnung. Du kannst auch sagen, das ist nicht meine Musikrichtung, ja. Ich halte davon nichts. Aber der hat halt so Sachen gesagt wie, das sind kleine Pisser. Ja. Der hat gesagt, dafür werdet ihr für 20 Jahre in den Nordkorea-Urlaub geschickt. Oh, wow. Und wie gesagt, hat die halt mit dem Coronavirus verglichen und hat gesagt, er hofft, dass dafür bald eine Impfung erfunden wird, also speziell gegen BTS, weil er meinte, das verbreitet sich so schnell wie der Virus, dieser Hype, und dass das halt total unbegründet ist. Ich würde sagen, es gibt Meinung und Meinung. Es gibt Meinung, die du ruhig sagst, du magst das nicht, du verstehst nicht, warum es so berühmt ist, alles. Und es gibt auch Meinung, die keine Meinung ist, sondern wirklich Beleidigung ist oder wirklich Kritik ist. Das war sogar keine Kritik, wirklich, das war einfach nur beleidigend, ja. Ja. Und der hat das Ganze wieder so angefangen wie diese typisch rassistischen Aussagen. Ich habe ja nichts gegen Südkorea, das soll auch nichts gegen Südkorea sein. Ich habe sogar ein koreanisches Auto. Also Korea ist wirklich gut, ne? Aber die sind total scheiße. Ja, genau. Und sehr viel, also die asiatische Community hat sich krass beleidigt gefühlt dadurch. Und natürlich auch die ganzen Fans. Die sind nach diesem Interview natürlich auf den losgegangen, würde ich mal sagen, wieder in so einem Internet-Shitstorm und haben dann auch wieder angefangen, den zu beleidigen und auch seine Familie schon teilweise mit reinzuziehen, wodurch der sich dann gezwungen gefühlt hat, sich offiziell zu entschuldigen. Das ist wieder so eine Sache, die kann ich halt dann wiederum nicht verstehen, weil wenn der diese Kritik nicht bekommen hätte an diesen Äußerungen, von alleine wäre der niemals darauf gekommen, sich zu entschuldigen oder so zu sagen, okay, das war nicht okay, was ich gemacht habe. Ja. Ich muss das nochmal überdenken und mich dann entschuldigen dafür. Das kam halt wiederum nur, weil der diese Kritik bekommen hat. Der hat dann Angst bekommen um seinen Job wahrscheinlich. Und seine Familie auch, weil BTS-Fans sind was anderes, als einfach irgendwelche Stars aus Amerika zu beleidigen. BTS, das geht ganz anders. Ja, genau. Und dann kam halt so eine öffentliche Entschuldigung und der Sender, also dieser Radiosender, hat den auch in Schutz genommen und dann so ein Statement veröffentlicht, wo der halt wo die gesagt haben, sowas wie, ja, der ist ja bekannt dafür, dass der seine Meinung immer so sehr klar und direkt ausdrückt. Aber nochmal an der Stelle, das ist nicht eine Meinung, was der gesagt hat, sondern eine richtig krasse Beleidigung. Ich glaube, den hat am meisten getriggert an der ganzen Situation. Das BTS hat ja ein Cover rausgebracht. Also das, was den am meisten getriggert hat, ich lese euch das ganz kurz vor, was der da gesagt hat. Er hat wortwörtlich gesagt, bei einer Boyband Unplugged, allein das ist ja schon paradox, dann geben diese kleinen Pisser auch noch damit an, dass sie von Coldplay Fix You gecovert haben, wo ich sage, das ist Gotteslästerung. Das sage ich als Atheist. Im weiteren Verlauf sagt er dann noch, das Ganze wäre ein Frevel und dafür werdet ihr in Nordkorea Urlaub machen für die nächsten 20 Jahre. Das macht mich böse gerade, ehrlich. Aber das sind schon echt Aussagen, wo man sagen muss, das ist Beruhig dich, Junge. Chill mal ein bisschen dein Leben. Ja.
Wie gesagt, der Sender hat den dann auch noch in Schutz genommen, anstatt sowas zu sagen wie, wir distanzieren uns von seinen Aussagen, es tut uns leid, wir wollen uns auch hiermit nochmal entschuldigen, sagen die sowas wie, ja Leute, der ist bekannt dafür, dass der so offen seine Meinung sagt. Sorry, wir leben in 2021, Rassismus sollte kein Thema sein und dass ihr unseren deutschen Ruf einfach kaputt macht, weil diese Schlagzeile ist um die Welt gegangen. Das war jetzt Dann nicht nur... denken ja die Leute, dass die Deutschen alle so sind. Ja, und wir haben Danke sowieso dir. schon geschichtlich gesehen einen sehr schlechten Ruf, was Rassismus und so betrifft und Nationalismus und alles Mögliche. Ja, wozu wir gerne nochmal aufrufen würden, ist, bitte startet keine Petitionen dazu, weil das sollte wirklich auf professioneller Ebene bleiben. Und also es wird nur etwas erreicht werden, wenn sich wirklich Spezialisten mit dem Thema auseinandersetzen und dass sowas vielleicht mal wirklich von einem Ethikrat oder so gerät. Wenn wir jetzt selbst so Petitionen irgendwie starten auf Facebook und auf Social Media und so weiter, wir werden gar nicht mehr ernst genommen irgendwann. Und das ist nicht der richtige Weg. Also haltet euch da ein bisschen zurück, falls ihr irgendwie eine Petition findet, die von einer vertrauenswürdigen Quelle kommt oder von einer offiziellen Basis, würde ich mal sagen, dann kann man sich daran natürlich beteiligen, aber startet bitte sowas nicht selbst, weil die Leute werden uns irgendwann nur noch komplett abstempeln als Hysteriker. Ja. Deshalb würde ich davon wirklich abraten. Ich würde sagen, dass es trotzdem sehr schön ist, dass das so ein großes Thema geworden ist, dass dann noch einmal reden wir über Rassismus und was nicht okay ist und als Beispiel wird das hier genommen und ja, reden über solche Sachen muss man auf jeden Fall. Ja. Deswegen trotzdem eine gute Sache. Genau. Ja, das war es eigentlich auch schon mit diesem Video. Dieses Mal kam nur eine News vor, weil die halt so riesig war in allen sozialen Medien. Ich würde uns an dieser Stelle bei allen Koreanern entschuldigen. Nicht alle Deutsche sind so. Es tut uns wirklich leid, dass sowas hier durch die Medien geht und auch noch so viel Medienpräsenz bekommt. Danke, dass ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt. Originalartikel verlinken wir euch in der Infobox. Da findet ihr auch nochmal unsere K-Drama oder Korea-Fanartikel. Da könnt ihr auch nochmal durchstöbern. Gebt uns ein Like für dieses Video, falls euch das gefallen hat. Kommentiert unbedingt eure Meinung zu dem ganzen Thema, auch unter dem Video, egal auf welcher Sprache. Abonniert unseren Kanal bitte, folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen und wir sehen uns im nächsten Video. Ja. Danke. Dankeschön. Tschüss.